So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in einer neuen Folge. Und ich stelle euch noch richtig ein. So, nehme ich euch mal ein bisschen mit beim Maishäckseln. Muss eine Menge erzählen. Gibt eine Menge zu erzählen. Wir fahren nämlich schon ein paar Tage. Und ich bin vorgestern Abend aber krank geworden. Mich hat es richtig erwischt. Hier 40 Fieber und ich habe immer noch Halsschmerzen. Für gestern hatte ich notdürftig dann für einen halben Tag Ersatz gefunden. Und gestern Abend fahre ich wieder, heute Morgen fahre ich wieder. Wir fahren 24/7, Nachtschicht fährt. Und ich war letzte Woche schon in Sachsen-Anhalt nachts häckseln, weil wir relativ viel Auslastung für den Häcksler haben. Der stand jetzt, glaube ich, 1300 Hektar Mais schon runter. Irgendwie 1700 landen wir am Ende. Und ja, wie ihr auch in der AKF schon gesehen habt, die Bestände sind ja regelrecht zusammengeklappt, überall. Es gibt wenig Standorte, vielleicht wo eine ganz gute Wasserversorgung war, wo überhaupt die Maisbestände grün geblieben sind. Ja? Hier ist relativ besserer Boden oder ein ganz guter Standort. Hier ist es relativ grün geblieben. Aber das meiste ist einfach zusammengeklappt. Bestände, wir haben 50 TS jetzt gehäckselt. Hier sind wir jetzt bei 38,8 im Schnitt. Eines der besten Flächen von der TS. Ansonsten alles 42, 45. Aber fangen wir mal von vorne an. Mir fällt das Sprechen auch ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen, weil die Mandeln so doll zu sind. Aber ich will euch trotzdem ein bisschen daran teilhaben lassen, weil wir werden morgen Abend schon fertig. Das heißt, wahrscheinlich nur noch eine Tagschicht für mich zum Fahren. Und dann habe ich noch bei Ole häckseln, also ich kann euch noch ein bisschen mitnehmen zum Maishäckseln. Aber bei weitem nicht so, wie ich das geplant habe. Also letzte Woche war ich in Sachsen-Anhalt häckseln und habe eigentlich gedacht, ach gut, ich habe die ganzen 2 Nächte komplett live gestreamt. Konnte man mich da verfolgen. Die sind auch noch auf Twitch online, die VODs, also Video on Demand. Könnt ihr euch angucken, könnt ihr gerne reingucken. Geht ihr auf meinen Kanal, auf Videos und dann findet ihr die noch. Und weil ich da kein Radio gehört habe, das ist nämlich hier kaputt, das kann ich die auch auf YouTube auf meinen Zweitkanal noch hochladen, also das ist kein Problem. Fangen wir von vorne an beim Häcksler. Ich habe schon mal im Dings gesagt, im Podcast habe ich das schon mal erzählt, warum nicht mehr mein Häcksler. Ich bin letztes Jahr im Herbst eigentlich in die Verhandlung gegangen und habe gesagt, ja, wie sieht es denn aus? Eventuell würde ich meinen Häcksler zurückgeben, gibt es da eine Option? Ja, dann hat man sich das angehört, ja, ist klar. Ja, die und die Option überlegen wir uns und dann hatten wir noch einmal im Dezember einen finalen Termin. Und in der Zeit habe ich mich natürlich um Auslastung bemüht und bin ich bin auseinandergegangen und habe gesagt, jo, alles gut, ich behalte den, ich habe Auslastung dafür gefunden, zusammen hier mit dem Partnerbetrieb. So bin ich damit auseinandergegangen und als ich den im Frühjahr dann quasi aus der Winterwartung holen wollte, quasi zurückholen wollte, hieß es halt, wir müssen uns mal unterhalten, da gab wohl ein Missverständnis. Ja, und das Missverständnis war, quasi mein guter TerraTrak Jaguar wird verkauft. Und ja, kompromissbereit und nett, wie ich einfach bin, haben wir dann nach Alternativen gesucht. Ich habe mir Alternativen angehört und habe dann gesagt, alles klar, okay, dann gebe ich meinen Jaguar frei. Ich hatte ja einen Mietvertrag, also ich hätte auf Teufel komm raus darauf bestehen können. Und ich sage euch, das war ein Riesenfehler. Ich hätte auf Teufel komm raus auf diesen Mietvertrag bestehen können. Müssen. Weil mein Jaguar, den ich abgegeben habe, war einfach eine Top-Maschine. Gut, ich will auch noch gar nicht zu viel darüber erzählen. Ich will Klaas einfach die Möglichkeit noch geben, das wieder gut zu machen und ich will hier Social Media technisch nicht für Ärger sorgen. Ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis zu Klaas und komme mit den Leuten eigentlich gut aus und ja, möchte das gar nicht jetzt hier so irgendwie mehr dazu sagen. Wir haben jetzt hier einen 79 gekriegt, 7,50 Meter Schneidwerk. Das GPS haben wir uns von Jan ausgeliehen. Und ja, sagen wir mal so, selbst wenn man das hier nicht als Ersatzmaschine für meinen betrachtet, sondern einfach nur als Kurzzeitmiete, weil wir zahlen ja dafür Geld, zweifelsohne nicht wenig, dann ist das nicht der Standard hier, den man von Klaas gewohnt ist, in jeglicher Hinsicht, von der Maschine bis über den Service, also so kenne ich das noch nie. Also servicetechnisch habe ich immer ein gutes Verhältnis zu Klaas gehabt und die haben immer einen Bombenservice geliefert. Aber
Aktuell das hier nicht, aber mehr will ich, wie gesagt, ich will dazu mehr gar nicht sagen. Das Ganze geht jetzt schon über 3 Wochen. Also über 3 Wochen haben wir jetzt Dinge angemerkt, die absolut falsch laufen gerade. Und wir warten sehnsüchtig auf Antworten. Und ja, wir möchten nach wie vor Klaas-Kunden bleiben. Wir sind sehr interessiert. Es steht auch eigentlich eine Neumaschine für nächstes Jahr im Raum, die wir unbedingt unterschreiben möchten. Gefühlt sollen wir aber keine Klaas-Kunden mehr werden und sein. Ist egal. Wir reden in anderen Videos mal vielleicht mehr drüber. Aber ihr erfahrt ansonsten im Podcast, ich weiß gar nicht, welcher Podcast das war, erfahrt ihr mehr über das mit dem TerraTruck, über die Geschichte des Abgebens und. Ja gut, das war die Geschichte dazu. Ja, wie gesagt, der Häcksler macht jetzt sehr viel Hektar und dadurch ist die Auslastung sehr hoch und deswegen fahren wir auch 24/7. Wir fahren letzte Woche schon 24/7 und jetzt auch bei mir. Wir haben dafür Leute gesucht und werden auch in den nächsten Jahren in Schicht in der Häckselkette arbeiten. Ich persönlich war nie großer Freund davon, muss man ehrlich sagen, aber wenn man das Ganze gut strukturiert durchgeplant hat, funktioniert das eigentlich ganz gut und man hat eigentlich eine sehr, sehr gute Hektarleistung. Also wir haben gestern in den letzten 24 Stunden 90 Hektar gemacht und das ist eigentlich relativ solide. Gut, der Mais stand nicht so krass gut und hier steht er auch nicht so gut. Aber insgesamt war es eigentlich gar nicht so schlecht. Kommen wir zur Maisernte an sich. Muss ich sagen, wie das Getreide auch, gefühlt hat er geblendet. Ja, also das, was mir letzte Woche habe ich mit der großen Biogasanlage hier telefoniert. Oder vorletzte Woche, da hatten die aber schon ein paar 100 Hektar weg. Und ich sage, und wie sind denn so die Erträge? Und sagt er, du, die kommen ganz schwer über 10 Tonnen Trockenmasse. Also sind vielleicht 1, 2 bei, die über 10 Tonnen Trockenmasse kommen. Also ich bin über 10 Tonnen Trockenmasse. Wir haben jetzt hier Flächen abgeschlossen mit 12 und 11 Tonnen. Mais-Stangenbohne war 10 Tonnen Trockenmasse auf dem Hektar. Das war tatsächlich total enttäuschend. Weil die Stellen, wo ich immer reingegangen bin, wo ich gedacht habe, wer Durchschnitt, war tatsächlich auch Best Spot. Also in der AKF und ich habe ja in den Reels und so habe ich die öfter gezeigt. Und da sticht heraus, also ich habe kein Videomaterial leider. Also Leute, ich war gestern wirklich die letzten Stunden nicht in der Lage, überhaupt zu vloggen oder so. Ich habe hier einfach drin gesessen, geschwitzt und habe vor mich hin vegetiert. Und da war das aber so, was ich euch sagen kann. Da wo guter Boden ist, da stand tatsächlich auch Mais-Stangenbohnen. Und da wo der Boden sandiger ist, da waren gar keine mehr. Und manchmal auch waren die nur unten hochgewachsen, ich sag mal bis zum 3. oder 4. Blatt. Und dann war das. Also, mal einmal Gegenwiegen starten. Ach, falsch. Da ist Gegenwiegen. Und da waren gar keine Bohnen mehr. Und was ich mir vorstellen kann, wir haben ja den meisten entsprechend gute Jugendentwicklung dargeboten. Der hatte ja Vorsprung, konnte sich entwickeln. Die Bohnen haben wir quasi kurz vorm Durchstechen des Maises haben wir die Bohnen reingelegt. Und ich kann mir vorstellen, wir haben den Mais zwar eine gute Jugendentwicklung gegeben, aber dafür den Boden die halt genommen. Und die wurden wahrscheinlich so früh beschattet, kann ich mir vorstellen, dass sie sich nicht mehr gut entwickelt haben. Also ich kann es mir nicht festhalten. Also überall da, wo Wasser ist und wo der Mais noch grün war, tatsächlich, da war auch Boden, alles voll. Und da hat sich das tatsächlich so gehäckselt zum Abgewöhnen. Das war so verrankt, dass sich das sehr doll verstopft hat. Aber alles in allem war der Mais da, ja, gemeines Geißkraut war ein Riesenproblem da. Also das habe ich schon, ich weiß gar nicht, in der AKF gezeigt oder in den Vlogs oder in den Reels. Ja, da hast du halt ein Riesenproblem, weil du es herbizidtechnisch nicht in den Griff kriegst. Und demzufolge war der da auch der Mais nicht so üppig und nicht so gut, ne? So, aber auf Langfrist bleibt natürlich ganz normal Leguminose. Das war jetzt einmalig, auch ein bisschen geschuldet, weil ich so viel Sonnenblume rausgenommen habe, weil eine Sonnenblume ja wirklich
bei den Preisen aktuell nicht anbaufähig ist. Das ist einfach eine schlechte Kultur geworden dadurch. Und ja, man sieht das hier. Das ist übrigens der Mais, der pflanzenschutztechnisch auch zu tun hatte, wo ich quasi eine Vorauflaufmaßnahme mit Totalherbizid gefahren habe. Und dann hat wohl, also in der Nacht, und das muss wohl später geregnet haben, jedenfalls hat das Mittel nicht gewirkt. Als ich dann mit dem normalen Herbizid durchgefahren bin, hat das quasi nicht hundertprozentig ausgereicht, sodass ich dann nochmal nachlegen musste. Die Jugendentwicklung war demzufolge sehr gestört von dem Mais hier und ja, der fährt jetzt hier gerade um die 12 Tonnen Trockenmasse ein, also auf den Standort, wo ich denke eigentlich auch 15 möglich gewesen wäre. Aber so ist halt, Fehler passieren. Ja, zur Mais-Stangenbohne. Also ja, das hat Geld verdient und für das gleiche Geld hätte ich ja sicherlich irgendwo um die 4-5 Tonnen Erbsen ernten müssen. Aber das hat halt viele Probleme. Ja, also jetzt auch danach ist der Acker sehr, sehr grün. Da kam Melde jetzt sehr spät noch durch über den Sommer. Ja, die war früh weg und die kam jetzt im Sommer nochmal dazu. Sodass jetzt das da auch sehr, sehr schwierig ist, da nochmal für genug Sauberkeit auf den Acker zu sorgen. Denn rein rechtlich darf man nur einmal Totalherbizid pro Jahr fahren. Ja? Das heißt, wenn ich den Joker jetzt im Frühjahr schon mal ausgespielt habe, dann muss die Fläche sauber sein im Herbst, damit ich da direkt satt machen kann, so wie hier. So, aber trotzdem denke ich, Standardleguminosen, glaube ich, war ich gerade stehen geblieben, ist die bessere Variante. Weil es auch, glaube ich, eine geile Vorfrucht ist. Du erntest in der nochmal eine Tonne mehr. Und ich glaube, für die Fruchtfolgeverteilung ist es auch keine schlechte Sache. So. Ja, ein Transporter hat verschlafen. Passiert auch mal. Ansonsten, ich habe hier, einige Fahrer haben wir kurzfristig gesucht. Oh nein. Einige Fahrer haben wir kurzfristig gesucht über Instagram. Leute, die Rechnung stellen können, die selbstständig sind. Gibt es sau viele in Süddeutschland. Kleinere Betriebe, die auch jetzt Zeit haben, gerade in der Phase. Haben wir im Frühjahr schon einen gesucht. Der ist auch tatsächlich ganz viel mitgefahren, auch in Sachsen-Anhalt, ganzen Sommer und so. Das passt wunderbar. Ich denke, für nächstes Jahr werden wir auch Leute brauchen und Leute suchen. Und nächstes Jahr haben wir nochmal deutlich mehr zu häckseln. Oh, aber das ist hart, so, sage ich euch, Leute. Am liebsten will ich auch einfach mal im Bett liegen, aber es geht nicht. Ich habe gestern, der Transportfahrer, also der Fahrer von gestern, der quasi für mich Ersatz war, ist ja der Betriebsleiter von den anderen Landwirtschaftsbetrieben, also quasi der Kooperationsbetrieb Mensch. Und den hat es dann auch erwischt. Also es ist einfach fürchterlich. Alle krank. Alle krank, Leute. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, und dann sind hier noch ein paar Fahrer so krank geworden. Aber über Social Media tatsächlich finden wir sehr kurzfristig Leute. Also Social Media ist ja ein riesen Joker. Für mich auf jeden Fall zum Leute finden, das ist der absolute Wahnsinn. So, ich schmeiße jetzt auch gleich den Livestream an. Ja, die Leute wollen natürlich die auch live dabei sein, gar keine Frage. Ich werde heute ein bisschen weniger erzählen. Mir macht das ja alles Spaß mit Social Media und so. Deswegen will ich darauf eigentlich auch gar nicht verzichten. Und die Leute haben auch eigentlich Verständnis, wenn ich dann sage, pass auf Leute, ich rede heute ein bisschen weniger. Dann geht halt auch seinen Gang. Ist natürlich ein bisschen anstrengend, weil ich das alles nachts wieder hier abräume. Gestern habe ich jetzt nicht gestreamt. Nächste Woche bei Ole werde ich bestimmt ein bisschen mehr streamen. Raps muss ich noch spritzen. Ja, der Feldaufgang ist da auch sehr, sehr bescheiden. Also der einen Tag früher tatsächlich reinkam auf Rhein-Striptill, der sieht ganz gut aus, da wo wir noch nachgearbeitet haben und so. Also ganz schlechter Feldaufgang. Wir hatten irgendwie 4 Wochen kein Regen, 35 Grad, Wind. Könnt ihr euch vorstellen, war einfach nur im Staub drinne. Oh, nee, ich muss stilles Wasser trinken. War einfach nur im Staub drinne. Und so sieht der Feldaufgang auch aus. Ich hoffe, das kommt jetzt alt nach. Wir hatten 15 mm Regen. Endlich mal. Viel zu spät. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal so eine dollen Halsschmerzen hatte. Also so doll, dass das richtig tatsächlich beim Sprechen auffällt.
Also, Jaguar 79, falls ich das noch nicht gesagt habe, ist das hier. Ich kann euch aber auch nicht sagen, ob der mehr drückt als meiner. Vom Gefühl her nur genauso gut. Man hat hier halt keine Bedingungen, wo man sagen kann, ja, das ist mindestens genauso gut oder schlechter, weil das alles halt dieses Jahr so trocken ist. Du kannst halt die Tonnen so schwer vergleichen und ich habe mir nicht so richtig gemerkt, also ich weiß, dass der so bei 33 TS hat der so 240 Tonnen, 250 Tonnen Durchsatz gehabt. Und wenn wir das gleiche machen müssten, dann müsste der hier um die 300 fahren. Aber wir haben bis jetzt nicht so einen Mais, der diese Bedingungen aufweisen kann, wo man sagen kann, alles klar, das können wir mal vergleichen. So, holen wir mal die Powerbanks raus. Ja, zu Hause ist unsere kleine Johanna, die ist jetzt auch mit krank, die hat auch Fieber. Schöner Mist. Gestern war sie eigentlich noch ein ganz tapferes Baby. Und wenig geweint und so, aber heute Nacht hatte Lisi doch deutlich mehr zu tun. Ja, das ist die Maisernte, Leute. Eigentlich mag ich die Zeit schon gar nicht mehr so richtig. Das ist einfach immer massig Stress und ja, es ist einfach immer. Gerade mit diesem ganzen Organisieren und so, gerade je größer die Häckselkette wird, eigentlich schaffe ich das kaum noch selber, hier Häcksler zu fahren. Gerade die letzten Tage, das ist so anstrengend. Ich bin auch eine Nachtschicht hier noch mit dem LKW gefahren, habe noch einen Agro-Truck abgeholt aus Sachsen-Anhalt und bin dann hier die Nachtschicht gleich noch Agro-Truck gefahren. Und ich hatte auch nichts mit, doch ich hatte mit zum Vloggen, aber ich war auch so müde und fix und fertig, dass ich da auch nicht gevloggt habe. Das ist auch einfach eine anstrengende Zeit. Jo, und dann zum Silo schieben, muss man sagen, total geil. Wir haben ja immer noch Brummer und Lassmann. Letztes Jahr schon, vorletztes Jahr schon. Gut, der schickt auch manchmal einen Suppi. Shiva Agrardienstleistung, glaube ich, heißt der. Der war letztes Jahr hier und dieses Jahr auch. Aber das klappt. Wir haben eine Woche vorher habe ich gesagt, du pass auf, wir wollen 24/7 fahren. Ja, organisiert er. Und dann ist das Ding gegessen. Also das ist total geil, was die Jungs machen. Auch letztes Jahr, also die Empfehlung kann ich euch geben hier, Brummer und Lassmann. Auf den ist Verlass. Also wenn ihr da was absprecht und ihr sagt, dann und dann geht los, dann hat er da auch eine Maschine da und dann läuft das auch. Total geil eigentlich. Nee, der muss da rein. Total geil eigentlich. Also da bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem. Sehr, sehr zufrieden. So. Nehmen wir den Livestream hier anstecken. Ja, gibt denn noch sonst was zu berichten, was ihr fragt immer relativ viel in den YouTube-Kommentaren. Und ich will darauf immer eingehen. Wir haben jetzt kamen relativ wenig Videos in letzter Zeit. Das Ding ist, ich hatte die aufgenommen. Max hatte ein bisschen weniger geschafft zu schneiden. Ich hatte gar nichts geschafft zu schneiden. Und dann waren die quasi schon oben an YouTube. Dann habe ich da zweimal vergessen, die zu veröffentlichen und Thumbnail einzupflegen und so. Sodass an 2 Tagen da auch nichts rauskam. Die gestern zum Beispiel, also gestern Donnerstag und heute Dienstag. Das muss ich jetzt auch noch nachpflegen, dass die wenigstens heute Abend rauskommen und Sonntag rauskommen und dass ihr dann auch das ganze Rapslegen noch drin habt. Genau. Sortenversuch, da häckseln wir. Ja, geil wäre, wenn ich den eigentlich morgen häcksel. Aber ich glaube, das passt nicht in eine Leute-Einteilung. Hätte ich schon sehr gerne selber gehäckselt. Noch Lisa schreiben. Also Powerbanks sind unabdingbar. Und es kommt ja in naher Zukunft neuer Glashäcksler raus. Man sieht ja schon ein paar R-Könige. Das ist ja nichts Neues. Und ich hoffe, die haben für ausreichend Strom gesorgt. Man hat jetzt hier eine 12 Volt Zigarettenanzünder-Steckdose drin. Das ist total wenig. Gerade für mich, ich muss hier alles mit Powerbanks versorgen. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten erzählt gerne eure Fragen. Schreibt gerne unter. Ich versuche das in den nächsten Mal mehr zu antworten. Also dieses Jahr war ein hartes Jahr für mich. Hauptsächlich im privaten Sinne. Es gab viel zu tun. Beruflich gab auch sehr, sehr viel zu tun. Da habe ich da teilweise nicht so geschafft mit Social Media, wie ich gerne wollte. Muss man ehrlich sagen, jetzt auch die Maisernte läuft auch Social Media technisch nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Wollte ich auch viel mehr berichten und wie es vorangeht und so. Aber ihr seht ihr selber, da kommt ein über das andere. Und war der hier noch kaputt, sodass wir noch einen anderen Häcksler da hatten. Also 1,5 Tage hat noch ein anderer Häcksler hier, ein Jaguar 59, gehäckselt.
quasi für einen Nachbarbetrieb hatten wir die 80 Hektar und hier 20 Hektar in der Nachtschicht oder 25 in der Nachtschicht haben wir da weggenommen. Und dann war das auch so, da bin ich da selber kein Häcksler gefahren, da bin ich eine Nacht nur Agro-Truck gefahren, da am Tage bin ich gar nicht gefahren, weil ich da nicht brauchte. Ja, und so kommt ein auf der andere, ne? Und dann klappt alles nicht und dann fährst du auch nicht, naja. Ich muss noch mein Dings einladen. Auf jeden Fall, wir hatten Janni auch 2 Nächte dabei in Sachsen-Anhalt, der wollte hier auch herkommen und mithelfen. Dem ist aber privat was dazwischen gekommen. Und demzufolge hatten wir den schnell ausgeplant. Aber nächstes Jahr ist er auch mehr dabei. Dem hat das Maisfieber gepackt. Und da freue ich mich eigentlich auch. Wenn man so einen Mitstreiter hier hat, gar nicht so schlecht. Oh, wen habe ich jetzt angerufen? Den Häckslerfahrer von heute Nacht. Ich habe er gesperrt. Gesperrt und dann weggelegt. So. Das lassen wir noch ein bisschen laden. Das lassen wir noch laden. Lisi fährt gleich nach Hause, macht den Rechner an. Und dann können wir auch starten hier mit dem Livestream. Das ist jetzt übrigens mein Setup inzwischen. Viele fragen immer, mit was streamst du inzwischen? Ich habe sonst Laptop gehabt mit Camlinks Live View. Mit Camlinks, also quasi GoPro, Laptop, HDMI-Kabel und dann einen mobilen Router. Inzwischen ist es aber so, und ich hier in Mecklenburg-Vorpommern habe ja übelst viel Funklöcher. Um den Stream vernünftig zu gewährleisten, habe ich eine Live View quasi. Das ist so ein Videoencoder. Damit bin ich in der Lage, 6 SIM-Karten zu koppeln. 6 nehme ich aktuell nicht. Ich habe 4 SIM-Karten. Und habe dadurch den ganzen Tag wirklich einen guten Livestream und wirklich einen soliden Livestream. Ein bisschen Nachteil ist, dass ich keine zweite Cam einbringen kann. Das habe ich jetzt aber demnächst bald gelöst. Dafür war jetzt leider auch keine Zeit. Also ich wollte jetzt eigentlich die zweite Cam auch einbinden. Mit einem so HDMI-Mischer habe ich mir gekauft. Der braucht auch ganz wenig Strom. Wichtig ist für mich immer aktuell in dem Setup, das muss ganz wenig Platz wegnehmen. Ja, ich habe jetzt hier den Fahrersitz wieder frei und sowas. Muss ganz unanfällig sein, weil dieses Laptop-Gedöns ist immer so, wenn es Erschütterungen gab, geschüttelt, wenn an den USB-Anschlüssen oder an HDMI geschüttelt wurde, hattest du immer Verbindungsabbrüche. Und dann hast du immer das Bild eingefroren und das war immer beim Anhäckseln. Also immer, wenn du beide Hände brauchst und wenn das nicht geht und das nervt einen auf den Tag. Und dieses Setup funktioniert wirklich gut. Das ist zwar teuer, ich glaube die Live View hat 3.500 oder so gekostet, oder 2.500. Nicht zwar teuer. Und auch der Unterhalt ist relativ teuer. Also ich zahle für SIM-Karten und Server und alles dazu 500 € im Monat. Ja. Das deckt sich aber durch die Twitch-Einnahmen, keine Angst. Ich stürze mich nicht in die Unsummen. Aber dadurch habe ich ja einen vernünftigen Livestream. Und jetzt zur Maisernte haben wir durchschnittlich 1.500 Zuschauer. Und über den Tag gesehen sind das schon dann so 70.000, 80.000 einzelne Zuschauer, die man da abholt. Also auch nicht wenig. So. Dafür erstmal. Ich hole euch vielleicht später nochmal dazu. Soweit erstmal. Gefühlt sind kleine Kolben dieses Jahr. Ne, sind keine kleinen Kolben. Kolben sind groß. Stärkeertrag auch groß. Hoch, würde ich fast sagen. Gestern haben wir eine Fläche gehabt mit 34 Stärke. Das ist eigentlich für unsere Region gut. Also ja keine Region, die krass große Kolben immer hat. Stärkegehalt 13%. Na, das wird nicht stimmen. Wer weiß, was der Niers-Sensor da sieht. Wie war das heute Nacht, wo sie abgefahren sind? Da. (32%). Ist gut, sonst haben wir mal um die 27. Ich meine, ich habe davon nicht mehr so viele Punkte, aber ist egal. Ich krieg ja keinen Stärkebonus oder so. So, Diesel ist gerade gekommen. Kann ich die Jungs nachher noch schicken. Einige Transporter haben heute Morgen keinen Diesel mehr gekriegt. Sollte eigentlich täglich kommen, kam gestern nicht. Gut. So, Leute, wir sind in den Abendstunden, wir sind kurz vor Schichtwechsel. Und ja, wir sind eigentlich ganz gut vorangekommen. Zwischendurch war der Transport ein bisschen knapp, aber jetzt sind wir relativ dicht. Jetzt habe ich die schon zum Tanken geschickt. Und hier hatten wir ein bisschen Wildschaden. So, dann
dann drehen wir mal um. Also wir sind jetzt hier zu Hause auf meinen Sandböden und tatsächlich sind die Erträge hier ein bisschen besser als da, wo wir herkommen. Also gut, wir hatten eben das Stück davor, war 15 Hektar, hatten wir auch schon mit 15 Tonnen Trockenmasse abgeschlossen. Hier denken wir um die 14 Tonnen. Wir haben hier Wildschaden. Alles in allem gut. Wir haben jetzt hier zum Feierabend auch 3 Flächen angehäckselt für die Nachtschicht. Das heißt, die brauchen heute nur noch außenrum und Bahn. Also die äußerste Bahn ist fertig. Das müssen die heute Nacht nicht mehr machen. Und hier muss man sagen, hier ist sandigster Sand, also wirklich ganz, ganz schlechter Boden. Und was mir eben schon aufgefallen ist, sobald das Mühl besser ist, also der hält relativ gut gegen hier. Der ist jetzt 3 Jahre Strip-Till, ja. Der war Mais, Sonnenblume, Mais. Und jetzt kommt Getreide. Und ja, hier ist er natürlich trocken, hier überall, wo Wildschaden ist und so. Aber der wird gleich hier auf der richtigen eigentlichen Sandkuppe, wird er jetzt gleich besser, wie ihr seht. Wird er jetzt gleich grüner. Und das hätte ich so nicht gedacht. Normalerweise, also hier müsste eigentlich am ehesten Tabak sein. Aber seht ihr? Und das ist kein toller Boden. Wir haben jetzt hier 44 TS und 33 Tonnen auf dem Hektar. Und wird ja immer besser. Jetzt sind wir sogar bei 40 Tonnen, bei 44 TS. Also das macht natürlich Spaß. Ich war erst schon wieder geknickt, weil ich gedacht habe, naja, das ist ja wieder gar nicht toll mit den Erträgen dieses Jahr. Du hast ja schon mit mehr gerechnet. Aber anscheinend, wie auch im Getreide, die besseren Böden konnten auch nicht rausstechen. Ja? Und meist wahrscheinlich durch die Kühle und die Frühjahrsentwicklung, sodass hier auf meinem Sandboden das doch relativ gut aussieht. Dann machen wir jetzt die letzten Meter voll. Und dann kommt wahrscheinlich zum letzten Mal die Nachtschicht und dann sind wir morgen auch schon fertig. Sorte hier ist übrigens Amello. Amello, auch der im Sortenversuch und auch von meinem Auge herausgestochen hat. Amello tatsächlich auch bis jetzt die beste Sorte. Beste Jugendentwicklung gehabt und sieht man ja, der geht voran. Auch ein schön massiger Typ. War jetzt eigentlich überall auch sehr hoch. Hier jetzt nicht, aber ansonsten sieht es gut aus. So, machen wir voll. Und dann schleifen wir noch schnell Messer. Und dann war das für heute schon. Mir geht es tatsächlich ein bisschen besser. Man kann sich auch auf dem Häcksler ein bisschen kurieren. Ich habe aber immer noch wahnsinnige Halsschmerzen. Aber ansonsten sind so ein bisschen die Gliederschmerzen und so. Das Schwitzen ist weg. So. Leute, wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn heißt, der Preis ist Mais. So, liebe Leute. Was soll ich euch sagen? Wir sind gerade im Endspurt. Und ich weiß, als ich das Video aufgenommen habe, war ich auch ziemlich platt, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben durchgezogen, wir haben bei mir gut gehäckselt, wir haben richtig geschafft. 90 Hektar in 24 Stunden und so. Also wir haben uns jetzt nicht immer jeden Tag gemerkt, wie viel, aber ungefähr immer so war das um den Dreh. Haben richtig gut geschafft. Erträge waren zufriedenstellend, also der war tatsächlich, ich sag mal, auf den Sandböden tatsächlich dann doch noch besser, der Mais, als schon befürchtet. Und ich habe dann eine Woche, einen Tag frei gehabt und bin ja jetzt hier zu Ole, wo ich immer die 200 Hektar mache. Und das lief auch wie ein Länderspiel. Wir haben jetzt hier Freitagnachmittag. Wir haben in 4 Tagen haben wir 205 Hektar gemacht. Und heute war so ein Extratag. Und zwar sind hier 12 Hektar gewesen, die waren 35 Kilometer weg. Mit 11 Transportern musste ich dann trotzdem meistens so um die 50 Minuten warten. Das hat gedauert. Und ja, dann haben wir jetzt hier noch einen kleinen Rest, direkt neben der Anlage, 6 Hektar. Wir ernten jetzt hier gerade die letzten 2 Hektar und dann sind wir durch. Dann ist die Maisernte dieses Jahr für YouTube ein bisschen anders gelaufen, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Muss ich ehrlich sagen, ich hätte schon an einem Tag hätte ich noch ein bisschen filmen können. Aber irgendwie war ja, die Lust nicht 100% da. Ziemlich stressig alles. Und der Vorteil ist aber, dadurch, dass wir ein kaputtes Radio, Leute, haben. Ich habe nahezu die komplette Maisernte, wo ich gefahren bin, gestreamt. Das heißt, ich habe 2 Nächte in Sachsen-Anhalt gestreamt. Ich habe, so wollte ich nicht voll machen. Ich habe bei mir zu Hause gestreamt, wenn es ging. Also ein Nachmittag war Funklochhausen, also da ging natürlich nicht.
Und ich habe jetzt hier bei Ole jeden Tag wirklich von morgens rausfahren bis abends reinfahren habe ich gestreamt. Und das Ganze ist natürlich toll, dass hier das Radio kaputt war, denn ich kann das jetzt an YouTube hochladen, an meinen Zweitkanal. Ich werde natürlich da die Straßenfahrten rausschneiden. Und ja, sowas, wenn mal hier Kinder mitgefahren sind oder so, dann ist zwar die Kamera weggedreht, aber sowas werde ich trotzdem rausschneiden, ja. Also hauptsächlich so. Und dann könnt ihr euch die komplette Dröhnung Maishäckseln geben. Könnt ihr den ganzen Tag gucken, wenn ihr wollt. Ansonsten tut es mir ein bisschen leid für YouTube, dass dieses Jahr so wenig Maisernte abkam. Aber ja, wie gesagt, der Häcksler kam auch leider ein bisschen zu spät hoch. Der kam auch generell leider ein bisschen zu spät. Sodass es am Ende Stress war. Wir haben heute Freitag. Ich werde gucken, ob ich am Wochenende noch eine Pflanzenschutzspritze schaffe. Und dann geht es am Montag mit der Aussaat los. Ja, wir haben heute den 20. September. Und Montag ist 23. September, da fangen wir mit der Gerste an. Ein geiles Datum, wir sind 25 Tage früher als letztes Jahr, sogar 30 Tage, glaube ich sogar 30 Tage früher als letztes Jahr. Das ist für den Getreideanbau mega. Wir kriegen das alles früh rein, das ist schon mal geil. Leider hat es aber jetzt seit Wochen nicht richtig geregnet. Wir müssen das Beste hoffen. Die Tage werden ja auch immer kühler. Dadurch ist jetzt, sag ich mal, die Hitze nicht ganz so schlimm und wenn es mal ein bisschen regnet, dann bleibt es doch ein bisschen besser und ein bisschen länger am Boden. Nicht verzählt? Nee. 1, 2, 3, 4 Mal fahren wir rum. Was kann ich euch zum Häcksler sagen? Ihr seid ja sicherlich ein bisschen interessiert. Was sagst du denn jetzt zum Häcksler, zum 79? Ja, nach wie vor, ich vermisse meinen Häcksler. Aber der hat hier 20% mehr Leistung und die sind auch zu spüren, ja. Das heißt, die 20% mehr, die machen wir am Tag schon an Hektar oder an Tonnen. Wir haben jetzt hier jeden Tag über 50 Hektar gemacht. Über 2000 Tonnen jeden Tag bei über 40 TS. Ne? Das ist schon was. Und ich sag mal so, der schlechteste Mais und so, das, was wir ernten, ist so 13 Tonnen Trockenmasse und so was. Also alles wirklich vernünftige Maise. Da ist kein Rennfahrermais dabei gewesen. Und ich sag mal hoch bis 17, 18 Tonnen Trockenmasse hier einige Schläge gewesen. Richtig, richtig satter Mais und da marschiert der gut durch. Aber ich sage euch ganz ehrlich, 9 Meter würden dem Gespann hier mega gut tun. Diese 57, das ist für unsere Region und diesen Häcksler ist das einfach nichts, was richtig gut harmoniert. Ja, also wir fahren hier teilweise 12 km/h beim Maishäcksler und ich häcksel auf 6 mm, wie ihr vielleicht seht. Also schon ziemlich fein. Dann sind natürlich hier ein paar Neuerungen drin. Der ist eine Generation schon ein bisschen frischer als meiner. Hier gibt es ein paar kleine Details, die will ich aber noch ein bisschen erwähnen, die ganz nett sind. Zum einen habe ich hier drin Cemis. Da. So, ich hoffe, ihr seht das. Zum einen habe ich hier drin das Cemis. Ich habe da jetzt ein paar Tage mitgefahren und ich muss sagen, ich finde das total geil. Es ist super bedienerfreundlich, die Bedienoberfläche ist so simpel, das ist so einfach gehalten. Damit kommt man gut klar, ohne überhaupt eine Erklärung gehabt zu haben. Und was mir aufgefallen ist, ich hatte zum Beispiel ein 42 Hektar Stück und ich fahre außenrum eine Kontursegment oder eine Konturlinie, eine Kontur-AB. Und wenn es dann dazu kam, dass ich zwischen AB und Kontursegment geswitcht habe, dann hat er richtig lange gebraucht, um das zu verarbeiten quasi, um die neue Spur zu berechnen. Das ist mir aufgefallen, der könnte vielleicht ein bisschen mehr Leistung sein, aber ich sage euch ganz ehrlich, ein neuer Fendt One hat damit auch Probleme. Große Stücken, viele Kontursegmente, switchen. Manchmal wartet man da auch ein paar Sekunden, bis das funktioniert. Ansonsten gefällt mir das sehr gut. Dann haben wir jetzt hier, und das muss ich sagen, das ist eine Neuerung, die habe ich damals in meinen ersten Videos angesprochen. Und da freue ich mich total, dass das gekommen ist. CMOS Auto Performance. War sonst immer so, du hast die Autopilot-Taste gedrückt und beides ging rein. Der Autopilot und CMOS Auto Performance. Jetzt wurde das geändert. Das heißt, einmal normal raufdrücken ist Autopilot, gedrückt halten ist CMOS Auto Performance. Und das ist geil. Das ist wirklich geil. Das heißt, du kannst dich immer jedes Mal entscheiden, jetzt häcksel ich alleine, jetzt lasse ich CMOS Auto Performance fahren, ja? Und da muss ich sagen, bin ich relativ wenig dieses Mal mitgefahren, bei meinem 69 ja fast nur. Hier ist es so, ehrlicherweise muss ich euch sagen, Moment, ich muss mir mal überlegen, wie ich das jetzt hier mache mit der AB. Hier ist es so,
Hier ist es so, ich weiß nicht, durch das kleine Gebiss natürlich auch und ja, vielleicht auch durch die andere ein bisschen andere Motorlast, also beziehungsweise andere, so ein bisschen anders, wie sich der Motor fährt. Es ist so, dass wenn der Bestand nicht sehr, sehr homogen ist, sondern du hast Bestände, ich sag mal, du fährst so 8 km/h und dann gibst du Lücken, wo du 10 km/h fährst, da peitscht der dann richtig los. Ja, und dann ist es natürlich so, du fährst hier teilweise in Senken rein und davon erholt er sich nicht. Das hat gefühlt bei meinen ein bisschen besser geklappt. Aber ich glaube, das war auch einfach so ein bisschen die 9 Meter geschuldet. Dadurch kann er viel ruhiger agieren bei der Auslastung und viel geringer in den km/h, um die Maschine auszulasten. Ne? Also ich glaube, das kann einen Unterschied machen. Ansonsten merkt man einen Unterschied bei dem Motor an sich. Ja? Also mein Jaguar 960, den konnte man schon richtig, richtig tief drücken und auch aus einem Loch von 1100 Umdrehungen, 1200 Umdrehungen, ich hatte ihn schon mal auf 900 Umdrehungen raus, der ist immer noch nicht ausgegangen, hat er sich von alleine gut erholt. Hier ist es so, hier hält er richtig krass gegen, so bis 1700, 1600 Umdrehungen hält der Motor brachial gegen und dann nachher bricht er ein. Und dann holt er, also bei meinem 960 hat es gereicht, wenn man nur die Geschwindigkeit ein ganz bisschen nach hinten gezogen hat und dann hat er sich irgendwann wieder aufgerappelt, der Motor, das hat er wieder hingekriegt. Aber hier gefühlt kommt er manchmal aus dem Tief nicht wieder raus, sodass man teilweise richtig runterbremsen muss. Ja, aber das ist eine Übungssache und dann funktioniert das auch richtig gut. Also Tonnen macht das Ding, gar keine Frage. Tonnen macht das Ding. So, das gab es im Prinzip dazu zu sagen. So, eine AB-Kontur hier schnell mal eingefahren. So in kleinen Stücken. Fahre ich dann lieber eine AB-Kontur ein, als jetzt hier eine AB mit irgendwie gerade fahren oder so. So, also von daher muss man sagen, ist zuverlässig. Ja, der hat zwar ein paar Probleme gehabt, aber der wurde auch schon mit ein paar Problemen geliefert. Aber jetzt zum Ende muss man sagen, hat er sich gut aufgerappelt. Also ich bin jetzt hier die 4 Tage nahezu ohne Probleme durchgefahren, ein paar Kleinigkeiten waren. Aber das kann man fast vernachlässigen hier. Ja? Das ist erstmal zum diesen Jahr zum Maishäckseln zu sagen. Nächstes Jahr Maishäckseln, hoffe ich, geht natürlich ein bisschen mehr. Bin auch gespannt, was für ein Häcksler da kommt. Oder was für ein Häcksler wir uns da holen. Ansonsten, ich habe bei mir in Mecklenburg-Vorpommern 550 Hektar gemacht. Und ja, da konnte ich also gut was zur Auslastung beitragen. Wie gesagt, Erträge waren bei mir durchschnittlich. Ich habe eigentlich auf ein bisschen mehr gehofft. Aber ja, also braucht man mir auch nicht erzählen, wenn die Bestände da irgendwann bei 50 TS sind, dann hast du auch Schwund. Du hast einfach unfassbar viel Schwund auch an der Trockenmasse. 100%ig gehe ich davon aus. Und du lässt auch einfach mal bestimmt 2-3 Tonnen schon mal allein Blätter auf dem Acker liegen. Weil die untersten Blätter, die schneidest du ab, die unterste Schicht. Und das ist, glaube ich, auch eine Menge an Gewicht, was man da letztendlich verliert. Ja, so viel dazu. Das wollte ich euch noch mitnehmen. Ansonsten, wie gesagt, ich werde jetzt die nächsten Tage die Streams alle mir downloaden, werde das ein bisschen aufarbeiten und schicke euch das nach und nach auf den Zweitkanal hoch, Uncut in MV. Da könnt ihr euch die volle Dröhnung Maislegen geben. Ansonsten geht es nächste Woche weiter mit Aussaat. Da wird wieder ein bisschen mehr gevloggt. Ich habe mich eigentlich gut erholt. Ich hatte ja nicht so viele Optionen. Das heißt, ich habe hier in der Häckslerkabine mich erholt und erholen müssen. Ja, Fieber ist also weg. Ich habe mich gut erholt. Bin jeden Tag hier auch, wenn wir auf dem Hof ankamen. Ich schlafe ja hier. Ich sag mal, ich bin um dreiviertel 9 rübergegangen. Kurz nach 9 lag ich im Bett und habe geschlafen. Um 6 klingelt dann der Wecker heute Morgen um halb 6. Ja, um dann wieder ein bisschen fitter zu werden, obwohl man arbeitet. Das kriegt man eigentlich hin, das klappt so. Jetzt freue ich mich eigentlich auf meine Familie, heute wieder nach Hause kommen. Also war 5 Tage jetzt weg. Freue mich schon auf die Kleinen. Respekt an die das immer für viele Wochen machen, viele Wochen und ständig weg sind von ihren Kindern. Respekt. Ich könnte das nicht. Also den Tribut, den ihr da zahlt, wie gesagt, Respekt dafür. Alles klar, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht es mal wieder ein bisschen mehr um Ackerbau. Wir müssen noch eine AKF vom Raps aufnehmen.
Da gibt es ganz, ganz viel über den Feldaufgang jetzt zu berichten, bei der Trockenheit, jetzt nach dem Regen und. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.